Halbfinale und Premiere. Lina, warum trägst du eine Jacke? Wir bleiben doch zu Hause. Wir bleiben nicht zu Hause. Ich hab's dir heute Morgen gesagt. Du hast gesagt, der Abend ist besetzt. Das ist keine Information. Das ist eine Überraschung. Überraschungen erklärt man nicht vorher. Dann ist heute ein schlechter Tag. Halbfinale. Deutschland spielt. Immer Fußball. Bei dir ist jede Woche Finale. Stimmt nicht. Normale Spiele schaue ich später als Aufzeichnung. Und dieses ist natürlich etwas ganz Besonderes. Ist es auch. 4 Jahre habe ich darauf gewartet. Ich habe auch gewartet. Ein halbes Jahr übrigens. Sagt mir endlich worauf, sonst gehe ich nirgendwo hin. Wir gehen um 8:30 los. Mehr verrate ich nicht. Um 8:30 ist das Aufwärmen. Das geht nicht. Jonas, im Ernst? Aufwärmen ist doch kein Spiel. Das Aufwärmen gehört dazu. Da sieht man die Stimmung. Die Stimmung der Mannschaft. Meine Stimmung interessiert dich nicht? Doch, deshalb frage ich ja, wohin wir gehen. Also gut, ich verrate es dir. Ich habe Kinokarten. Kino? Ausgerechnet heute? Premiere, der Regisseur, von dem ich im Winter erzählt habe. Ich weiß nur, der Film ist lang und traurig. Er ist nicht traurig, er ist tiefgründig, das ist anders. Für mich ist das dasselbe. Aber gut. Ich wollte vorher beim Italiener gegenüber essen. Deshalb 8:30. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Genau, den Tisch habe ich vor einer Woche reserviert. Hättest du es früher gesagt, hätte ich umgeplant. Dann wäre es keine Überraschung mehr gewesen. Und wann fängt der Film überhaupt an? Um 11, das ist die letzte Vorstellung heute. Moment, um 11? Das Spiel ist um halb aus. Um 10:30 meinst du? Ungefähr. Dazu Interviews, aber die kann man überspringen. Und die Verlängerung, die gibt es doch manchmal. Nur bei einem Unentschieden. Meistens ist alles pünktlich vorbei. Das Kino ist 15 Minuten entfernt, wir schaffen es knapp. Dann fällt das Essen aus. Das tut mir leid. Um den Tisch ist es schade, ich wollte ans Fenster. Wir bestellen Pizza. Die essen wir in der Halbzeit. Pizza statt Candlelight Dinner, Romantik auf höchstem Niveau. Dafür siehst du, wie ich leide. Das ist Kino. Das sehe ich auch ohne Spiel, jeden Sonntag. Abgemacht? Spiel zu Hause. Danach sofort ein Taxi. Abgemacht, aber das Taxi bestelle ich, nicht du. Warum denn? Ich kann auch auf einen Knopf drücken. Du drückst ihn nach dem Schlusspfiff, ich kenne dich. Fair. Ich mache den Fernseher an. Es geht gleich los. Ich setze mich dazu, aber du erklärst mir alles. Gerne. Die Nummer 9 da ist unsere große Hoffnung. Er sieht gut aus, ist das auch wichtig? Fürs Spiel nicht, für die Quote wahrscheinlich schon. Schau, er liegt am Boden, tut ihm etwas weh? Er schauspielert. Gleich steht er auf und rennt weiter.
Er steht auf. Du kennst das Drehbuch auswendig. Tor, hast du das gesehen? Genau in den Winkel. Gesehen. Und deine Cola auf dem Sofa auch. Wische ich später weg. Jetzt darf ich nicht wegschauen. Der Fleck wartet auch nicht gern, Jonas. Schlusspfiff. 2:1. Wir sind weiter. Glückwunsch. Das Taxi steht unten. Wir haben 4 Minuten. Eine Sekunde. Die Wiederholung kommt. Nur einmal, versprochen. Die Wiederholung schaust du nachts. Der Film wartet nicht. Ich komme. Nimm einen Schal mit. Draußen ist es frisch. Habe ich schon. Und deine Chips bleiben zu Hause. Warum denn das? Im Saal darf man doch essen. Leise essen. Du bist lauter als der Film. Gut, ich gebe auf. Wo sind unsere Plätze eigentlich? Erste Reihe Mitte. Die Leinwand ist riesig. Wie im Stadion, nur ohne die Nachbarn von oben. Und ohne Kommentator. Du musst selbst mitdenken. Das schaffe ich. Und wenn ich einschlafe, weck mich nicht. Doch, ich wecke dich und erzähle dir alles zweimal. Der Hase im Taxi. Vorsicht, die Tür ist schwer. Wohin geht es? Zum Flughafen, Terminal 2. Ich habe wenig Zeit. Wie wenig genau? Der Check-in schließt in 1 Stunde und 10 Minuten. Das schaffen wir. Auf dem Ring ist heute wenig los. Sagen Sie das meinem Herzen, es rennt schon. Atmen Sie tief durch. Panik macht niemanden schneller. Ich weiß, aber ich bin immer spät dran. Daran erinnere ich mich. Wie bitte? Wir sind schon einmal gefahren. Vor etwa einem Jahr. Das glaube ich nicht. Ich nehme selten ein Taxi. Terminal 2. Abends starker Regen. Das kommt oft vor. Regen ist bei uns nichts Besonderes. Sie hatten ein Mädchen dabei. Etwa 5. Gelbe Jacke. Moment, woher wissen Sie das? Ich habe ein gutes Gedächtnis für Fahrgäste. Fast ein bisschen zu gut, ehrlich gesagt. Ich verstehe, das klingt seltsam. Keine Angst. Ich habe keine Angst, ich höre nur genau zu. Dann schauen Sie nach vorn, aufs Armaturenbrett. Da ist nur Ihr Hase. Schauen Sie auf sein rechtes Ohr. Es ist genäht, mit blauem Faden. Mit großen Stichen, nicht besonders ordentlich. Das habe ich genäht, im Zug, ohne Brille. Dann hat mein Gedächtnis mich nicht getäuscht. Mein Gott, das ist Hopsi. Lag er unter dem Sitz? Ich habe ihn abends gefunden, beim Saubermachen. Und Sie fahren ihn ein ganzes Jahr herum? Zuerst habe ich Sie angerufen, da ging niemand ran. Ich habe im Frühling meine Nummer gewechselt. Dann habe ich ihn zum Fundbüro gebracht, Und was haben die gesagt? dass Sie Spielzeug 4 Wochen aufbewahren. Und danach? Danach wird es weggeworfen. Ich habe ihn zurückgeholt. Danke, wirklich, vielen Dank. Er hat mich nicht gestört. Er sitzt still und raucht nicht. Meine Enkelin hat 3 Tage geweint. Ich habe einen ähnlichen gekauft.
Und das hat nichts geholfen, richtig? Gar nichts. Sie sagte, der hat ein anderes Gesicht. Kinder sehen Details besser als wir. Sie haben recht. Ich habe damals nichts gemerkt. Sie sind gerannt. Am Flughafen rennen alle. Ich habe sie damals nach Hause gebracht, zu ihren Eltern. Wohnen die weit weg? In Köln, eine gute Stunde Flug, wenn alles klappt. Dann fliegen sie oft. Einmal im Monat. Die Rente erlaubt es, der Rücken nicht immer. Und was ist heute der Anlass? Morgen wird sie 6. Es gibt eine Torte mit einem Dinosaurier. Dann nehmen Sie den Hasen mit. Er gehört Ihnen. Das kann ich nicht. Er ist doch Ihr Maskottchen. Ein Maskottchen muss arbeiten. Bei ihr ist er nützlicher. Wenigstens bezahle ich Sie dafür. Für den Hasen nehme ich kein Geld, nur für Kilometer. Sie sind ein sehr sturer Mensch. Taxifahrer sind alle stur, sonst hält man das nicht aus. Also gut, ich nehme ihn und fotografiere Ihr Gesicht. Schicken Sie das Foto an die Zentrale. Sagen Sie für Uwe. Das mache ich bestimmt. Versprochen. Terminal 2. Wir sind da. 31 Minuten. Schneller als gedacht. Was macht das? 34 Euro, genau. Hier sind 40 Euro. Stimmt so. Danke. Und laufen Sie. Aber vorsichtig. Ich laufe. Hopsi, halt dich gut fest. Beim nächsten Mal fahren Sie früher los.